Für diese Filzhühner brauchst du gelben und roten Filz, einen Stift, eine Schere, ein Blatt Papier, Leim und Wackelaugen. Zuerst zeichnest du auf dem Papier den Körper des Huhns, den Kamm, die Füße und die Flügel auf. Diese schneidest du dann aus und verwendest sie später als Schablone. Die Körperschablone legst du auf den gelben Filz und fährst diese mit einem schwarzen Stift nach. Damit beide Teile nicht verrutschen, befestigst du am Rand ein paar Klammern. Jetzt schneidest du den Körper aus. Auf den roten Filz legst du den Schnabel, den Kamm und die Füße und fährst diese wiederum mit einem Stift nach. Diese Teile werden auch ausgeschnitten. Um die Rundungen bei den Füßen besser ausschneiden zu können, kannst du eine kleine Schere verwenden. Dann nimmst du wieder den gelben Filz und machst das Gleiche mit den Flügeln. Nachdem du alle Teile ausgeschnitten hast, klebst du zuerst den Kamm auf die Innenseite des Körpers. Danach wird die Vorderseite nur an den Rändern links und rechts angeklebt, damit unten eine Öffnung bleibt. Auf die Vorderseite wird der Schnabel, die Flügel und die Füße geklebt.
Für die Augen kannst du auch alternativ Perlen verwenden oder diese auch nur aufmalen. Für einen guten Stand füllst du das Huhn mit etwas Küchenpapier oder setzt es auf ein gefärbtes Osterei. Nun kannst du es für eine bunte Osterdeko verwenden. Zum Beispiel als Blickfang auf einem Tisch mit weiteren coolen Hühnern zu einem gelungenen Osterbrunch. Viel Spaß beim Nachbasteln!